Wir testen heute richtig. Jeder hat sie, jeder kennt sie, Arbeitsböcke. Und die Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe, was halten sie wirklich aus? Wir testen heute den einfachsten Arbeitsbock aus dem Baumarkt. Den hier für 10, 15 Euro. Aber auch, wir testen heute Kistenberg, Stanley. Ja, ich weiß, hier steht Dewald drauf, aber im Grunde, das ist ja alles von derselben Firma. Nochmal Stanley und auch Metabo. In einem anderen Video habe ich sie euch mal genau vorgestellt, habe euch mal gezeigt, wie die Unterschiede sind zwischen Arbeitsböcken. Und ich sage euch, guckt euch das Video unbedingt an, weil die können euch das Leben wirklich erleichtern. Was wir aber nicht geschaut haben, ist, wie viel halten sie wirklich aus. In der Vergangenheit war es so, in diesem Video war es so, dass wir mal den hier mal ganz grob mal angetestet haben und da hatten wir die Idee, wir testen richtig. Und deswegen werden wir heute unseren schönen kleinen BMW hier nehmen, 1,4 bis 1,5 Tonnen und das jeweils raufstellen und schauen, wie gut halten sie denn am Ende wirklich. Denn die Traglast dieser Böcke ist eigentlich erstaunlich. Klar, bei dem günstigen aus dem Baumarkt wissen wir es nicht, das ist mit nichts angegeben. Bei dem hier sind schon pro Stück über 150 Kilo und bei den Vieren ist es je nachdem so zwischen 900 Kilo und einer Tonne, sogar bei dem hier etwas über eine Tonne, die tragen sollen. Das heißt also wirklich, der hier soll mehr tragen können als der hier. Finde ich super interessant. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Und Metabo hier soll sogar 1,2 Tonnen tragen. Also ist die Frage, wer hält es aus? What? Guckt euch das an, das hält! Das ist ja nicht wahr. Niemand von euch hätte gedacht, dass das funktioniert, aber weiß ich nicht. Das kann nicht sein. Für diesen Fall haben wir vorgesorgt, denn am Ende ist es ja so, du willst ja darauf auch arbeiten. Dann mache ich das halt. Ich kann nur sagen, Test bestanden, aber hält er auch den Wackeltest? Nein! Das ist ja, also, kauf die Dinger für einen Zehner. Auf geht's. Nächster. Seht hier, Kunststoff hält definitiv nicht dasselbe aus. Fast gleicher Preis, ihr seht das Ergebnis. Ich muss sagen, ich bin Team Holz.
Das sind jetzt die ersten, die auch seitliche Scherkräfte richtig gut abkönnen. Ich versuche es mal noch mal ein Stückchen härter. Die Beine, die halten doch keine 1,2 Tonnen. Ah, die Zeit. Hätte ich auch nicht gedacht. Okay, na dann. Das ist der erste Bock, wo ich beim Segeln kaum eine Wankbewegung hatte. Und selbst jetzt hast du das Gefühl, da könnte man noch ein zweites Auto draufstellen. Ich werde jetzt gleich noch mal richtig Energie drauf geben. Aber hättet ihr gedacht, dass diese Böcke, die unten nicht noch mal verstrebt sind, das aushalten? Ich auf keinen Fall. Das läuft hier heute alles anders, als ich dachte. Ich dachte, die brechen sofort zusammen. Aber jetzt wollen wir es richtig wissen. Oh, nein. Moment. Einen haben wir noch. Kann nicht sein. Warte. Die halten. Mach hoch. Du kannst. Das ist ja irre. Alter, wie sehen denn die aus? Was? Weiter runter. Oh. Okay. Perfekt. Ganz wieder hoch. Ja. Uiuiuiui. Das Geräusch beachten wir jetzt mal.
Eieieiei. Oh, die Armen. Lass uns mal zusammenfassen, was wir hier gesehen haben. Der Arbeitsbock aus Holz für einen Zehner ist doch der Gewinner der Herzen, oder? Ganz ehrlich, du gehst im Baumarkt, kaufst dir den günstigsten Arbeitsbock für einen Zehner und er hält ein Auto aus. Also was ist denn hier los? Das ist doch der Wahnsinn. Das fand ich schon interessant. Dann der nächste, der von Kistenberg, der ist ja sofort zusammengebrochen, der Bedingung. Jetzt muss man ganz klar natürlich sagen, das heißt jetzt nicht, dass der super schlecht ist. Er hält noch kein Auto aus, ja. Aber das heißt, das Holz ist stabiler. Krass. Dann kommen wir zum Vario STST1. Bei dem ist es so, dass er das Gewicht wirklich easy geschafft hat, aber er war relativ wackelig dann in der Bewegung hin und her. Das heißt also, er hat nicht ganz die Stabilität von denen, die danach gefolgt sind. Aber schon mal erstaunlich, dass er auch das geschafft hat. Dann kam der große Fettmax. Ich muss sagen, ich mag den sehr gerne, weil man ihn sehr leicht und schnell verstauen kann. Bei ihm war es so, er hat easy gehalten, sehr stabil, aber in der Querlast ging es dann auch irgendwann nicht mehr. Aber er musste schon ein bisschen kämpfen. Beim nächsten war es dann schon der Hammer. Also das sind ja genau die beiden hier von Dewald. Und dass die gehalten haben, hätte ich überhaupt nicht gedacht. Weil überlegt euch mal, die Beine hier, wie die aussahen, aber es hat einfach nicht sein wollen. Ich habe wirklich alle Energie reingezogen und nein, sie haben gehalten. Ja, sie haben gelitten, aber im Zweifel, in der Extremsituation, würden sie dir wahrscheinlich den Arsch retten. Das fand ich richtig krass. Beim letzten von Stanley war es so, dass ich glaube, dass es ungünstig stand. Hier war es so, dass der vordere Fuß relativ schnell nachgegeben hat. Ich glaube aber, dass er einerseits, wir haben ja auch keinen geraden Boden hier, und dass er beim Auto sich so ein bisschen verhakt hat und das war sein Verhängnis und dann war auch schon Schluss. Beim Metabo muss ich sagen, war das Ergebnis eigentlich ziemlich cool. Überlegt euch mal, wie variabel der ist, wie filigran der Fuß eigentlich aussieht und was du damit machen kannst. Du kannst das ganze Auto raufstellen. Er hat das ohne Probleme gehalten und erst bei der extremen Überlast von der Seite hat er dann aufgegeben. Jetzt würde mich interessieren, was ist deine Meinung? Welcher hat dir am besten gefallen? Was wäre dein Liebling? Schreib es in die Kommentare und wenn ihr noch andere Testideen habt, immer ran damit, solange ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.